So, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge in Vampyr. Wir werden mal ganz kurz gucken, ob wir mal ein paar Sachen heilen können, vielleicht nebenbei. Wir wissen, wir haben Blutarmut am Laufen. Können wir heilen. Wir wissen, wir haben eine Blutvergiftung. Das heißt, die zwei könnten wir nebenbei schon mal heilen. Erkältungstechnisch oder so. Wir haben halt sonst hier noch nichts. Ein Rezept unbekannt. Mal ganz kurz schauen, was brauchen wir denn noch? Kopfschmerzen können wir schon mal nicht behandeln. Kopfschmerzen sind es aber. Bei den meisten Fällen sogar Erkältung und Kopfschmerzen. Okay, für Blutvergiftung haben wir, Blutarmut haben wir. Jetzt fehlt noch einmal Erkältung, dann haben wir zumindest schon mal, ne, die meisten jetzt so wieder geheilt. Kopfschmerzen waren. Erkältung. Achso, die Erkältung war das jetzt. Oh, jetzt bin ich raus. Jetzt mache ich mir gerade ein bisschen viele Sorgen, dass mir die ganzen Leute wegsterben. Erkältung. Das hier. Und scheinbar auch nur, wenn wir uns hinlegen. Also wirklich, wenn wir unseren Charakter verbessern, wenn wir schlafen, erst dann springen die ganzen Sachen um. Also wäre es wirklich am sinnvollsten, viele EP zu sammeln, viele Quests zu machen und alles. Und dann erst sich hinzulegen. Der Lebensbalken gefällt mir mittlerweile schon sehr, sehr gut. Jetzt kümmern wir uns mal ganz schnell um unsere ganzen Patienten. Stopp! Nee. Hier drüben waren die zwei, ne? Guten Tag. Den Kopfschmerzen habe ich noch nichts. So. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Aha. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Es ist Pembroke schon Hospital okay. may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Nee, Good stopp. evening, Mr. Goswick. So leicht kommst du mir jetzt How nicht are davon. I'm okay. Okay, ihr Leben in London, da haben wir ja alles. So, was war denn das für eine Do you Taste? need any help? Ja. I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ne, ist nur eine Blutvergiftung. Ist nicht so You're schlimm. not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Alles klar, haben wir. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. So, was ist mit Ihnen? Good evening, Doctor. How is my son doing? Okay, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch Do you nichts. require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Blutarmut haben wir jetzt auch gegeben. Da können Sie so viel jammern, wie Sie wollen, gute Frau. Wir haben auch ein bisschen zu tun, ne? So. Damit geht es schon mal zweien sehr viel besser. Einer fehlt noch. Ich mache mir nur Sorgen um die anderen. Wenn mir die ganzen Ärzte wegsterben, habe ich echt ein Problem. Der andere war hier irgendwo im Wasser unten unterwegs. Dr. Reed will help straighten things out in Pembroke, remember? I, for one, am still waiting to see it. Well, that's reassuring. Believe me, it gives me Ernsthaft? courage. Wahnsinn. Naja gut, ein Päuschen muss jeder haben. Ist okay. So, was war jetzt nee, nicht mit dir, sondern mit dir. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Ja, gerne doch. Ist doch gar kein Problem. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war,
Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Okay. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Okay. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Ist manchmal gar nicht so schlecht, ne? You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk Ja, him können wir around. machen. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Ja, das eine ja, das andere nein. Attention, sir. Was wir nachvollziehen können. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Okay, alles klar. Behandlung haben wir gemacht. Take care of Jetzt reden wir gleich mit dem Kollegen. Mann. Hier geht's vielleicht zu. Das ist ja der Wahnsinn. Medikamente en masse, die wir hier benötigen. Mal ganz kurz gucken, wo war das denn hier? So, behandelt. Was ist denn mit dem Kollegen? Kopfschmerzen? Gut, die können wir nicht beheben. Dafür fehlen uns noch die Mittel. Was ist hier? Erkältung. Zu den 2 rüber sollte ich auf jeden Fall auch noch gehen. Weil die haben sehr, sehr gute XP. Da werden wir auch 2 Mittel für Erkältung machen und dann ab dafür. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Okay. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Da draußen gibt's Tell auch me about Betten. your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Okay, alles klar. Why were you locked in that sewer? Mist, habe ich schon gefragt, Entschuldigung. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes.
I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Okay. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Das sind die Schuldgefühle eines Soldaten. Das war ihre Kindheit. Sie waren verschüttet. As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Mist. Goodbye, Mr. Thatcher. Schade. Try to take care of yourself. Aber wo hätte ich das wissen sollen? Okay, wir haben auf jeden Fall nochmal 2 Leute. Was ganz wichtig ist, die eben eine Erkältung haben. Wo waren das jetzt? Hier? Nö, da. Das ist das Einzige, was noch offen ist. Die ganzen Medikamente bringen, das machen wir nebenbei. Die eine Quest hier drüben können wir noch fertig machen. Weil wir müssen ja sowieso rüber, also von daher, das nimmt sich ja nichts. Hier sind auch schon die ersten krank. Vor allem, wenn man überlegt, es geht ja hier, geht es ja immer weiter Richtung quasi Late Game. Und die sterben irgendwie halt schon vorher weg. Bevor man überhaupt da war. Ich kenne den noch nicht mal. Und der ist schon krank. Scheibenkleister. Na gut, wir machen jetzt erstmal die Quest. Und vorher nochmal schnell 2 Mittel zum Erholen der Erkältung. Bevor ich irgendwas anderes mache. 590 EP, also durch die Quest bekommen wir auch eigentlich ganz gute Punkte. Immer wieder das Quatschen nebenbei. Die Storys erfahren, mit den Leuten zusammen reden, was passiert ist, was denn los ist. Es macht da doch ganz schön was aus. Diese 2 Punkte irritieren mich, dass die immer wieder auftauchen, aber na gut, was will man machen? So, also 2-mal Erkältung muss behandelt werden. So, haben wir dabei? Die Show kann weitergehen. Außer, dass es keinen anderen Weg darüber gibt, außer jedes Mal diesen Soldaten vorbei. Auch ein bisschen schwierig. Aber es geht, denke ich mal, trotzdem insgesamt gut voran. Wir sind Level 11. Es gibt ein paar Gegner, wo man wirklich sagt, uff, na, ist ein bisschen sehr knackig. Alles gut, ich bin schon weg. Tief durchatmen, Leute, tief durchatmen. Oh, das haben wir auch gut überstanden. Naja, das hier könnte jetzt noch ein bisschen interessanter werden. Hat es da gerade Okay, alles klar, dankeschön. Nö, alles gut. Wow. Na, hier müsste ich richtig sein. Ich kann nicht durch, weil ich kämpfen muss. Mein Freund. Lass uns mal kurz darüber reden. Aber den Rest sauge ich noch schnell aus. Schön, dass wir uns darüber unterhalten haben. Ich frage mich, was der da wirft. So, Dankeschön für das Material. Wir gehen wieder zurück. Ist bedenklich hier. Naja, gut, okay. Wundert mich jetzt weniger. Hallöchen. So, und das Gute ist, in die Richtung müssen wir sowieso weiterlaufen. Also. Jetzt kommst du erstmal bitte her.
Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Okay, so, haben wir irgendwie noch was zum... What Ja. can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Ja, How den is haben it wir you mittlerweile can auch keep this kennenlernen place dürfen. open? This part Sehr of town spezieller Mensch. doesn't seem particularly safe. Also super lieb, Since aber... everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Das ist, finde ich, eine gute Sache. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Gebe ich ihm recht. You're something of a figurehead around Also, here. jetzt in der Zeit, wenn ich mir das vorstellen würde, glaube ich, gibt es nichts Besseres. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Okay, dann sollten wir den auf jeden Fall am Leben halten. Is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das jetzt so positiv ist, aber ist okay. Persönliche Fragen. Gibt es hier irgendwas? Nein. Dann möchte ich dich bitte noch heilen. Can't be good for business to see the bartender cough in your beer. Indeed, it would be a shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reed. My customers and I, we all thank you. Alles gut, das kriegen wir doch so alles gebacken. Okay, so. Few clients, but with the epidemic, no one dares go outside. Gute Frau. Ich habe gehört, Sie sind auch krank. Never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Warum ist sie auf einmal so nett? Vorher so abweisen und alles. Und auf einmal will sie quatschen und ist fröhlich. Ihr Lieben, das erfahren wir vielleicht jetzt erst bei der nächsten Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare rein. Lasst ein Däumchen da oder vielleicht sogar ein Abo. Und bis zum nächsten Mal.